der Geschichte natürlich ist immer so gewesen, dass in den alten Ziegeleien, weil Sie angesprochen haben, 18. bis 19. Jahrhundert, viele Frauen gearbeitet haben. Das war sozial so. Ja. Dann hat sich natürlich das Ganze automatisiert und im Produktionsprozess sind fast nur Männer, logisch. Aber das ist so. Wir sind in ländlichen Gebieten unterwegs, alle unsere Produktionsstätten sind zum größten Teil Männer. Ja, das wird man auch nicht so schnell ändern können und das ist auch nicht so, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, würde ich mal sagen. Zweitens, ich habe sehr früh damit begonnen zu sagen, die Wienerberger muss ein Unternehmen sein, die das Thema Diversität lebt. Und das Diversity ist für mich viel weiter als diese Gender-Diskussion. Ja. Wir haben zum Beispiel unseren Aufsichtsrat sehr stark umgestellt, 40% Frauenquote, total international, nicht mehr österreichisch, Englisch Umgangssprache. Zweitens, wir haben auch im Unternehmen gesagt, alle Führungspositionen, wenn sie neu besetzt werden, muss mindestens eine Frau sein als Kandidatin für diese Position. Und, da sage ich ganz entspannt dazu, ich bin gegen die Quotenfrau. Das ist sowas Absurdes und sowas finde ich für die Frauen etwas Erniedrigendes. Das finde ich nicht gut. Wenn man in mein Umfeld schaut, und Sie haben das richtig festgestellt, es arbeiten viele Frauen, jüngere und ältere, weil ich das schätze im Unternehmen, die Diversität in der Sicht der Dinge, der unterschiedliche Zugang, das ist wichtig und das muss man einfach leben. Wenn man das wiederum verordnet, ist das ein Wahnsinn. Das braucht man nicht. Wir sind keine politische Partei. Und schauen Sie sich einmal die Modernität der österreichischen Parteien an, wie lange die gebraucht haben, dass sie überhaupt eine Frauenquote zusammengebracht haben. Aber die sollen uns bitte nicht vorschreiben, was wir zu tun haben. Ja? Ehrlich gesagt geht es in der und da sprechen wir jetzt nur über die österreichische Gesellschaft, eher darum, dass ich genug Kindergartenplätze, Betreuungsplätze habe, dass ich die Frauen auch im Bereich des Arbeitslebens halte und die Entwicklung sicherstelle. In der französischen, belgischen Gesellschaft ist das ganz anders. Frauen bleiben dort integriert, sind viel stärker in den Prozess integriert. Da gibt es Karenzzeiten. Nicht nur das, es ist einfach eine bessere Versorgung gegeben. Ja? Und hier ist der österreichische Staat aufgerufen, viel mehr zu tun. Viel mehr zu tun. Nicht reden, tun. Wenn Sie in Österreich schauen, wissen Sie oder auch nicht, ist nicht so schlimm, aber bevor Sie einen Kindergartenplatz bekommen irgendwo, da muss ja das Kind, das ist ja schon vor der Geburt des Kindes. Und das kann es ja bitte nicht sein in einer hochentwickelten Gesellschaft. Ja? Und all diese Sachen haben eine große Bedeutung in der Entwicklung. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich das zusammenfassen darf. Die Frauen haben bei uns alle Rechte in dem Sinne, auch was Karriere betrifft, werden auch entsprechend gefördert und geschätzt. Und unabhängig davon, ob sie sich entscheiden, eben Familie zu haben oder nicht, machen sie ihre Karriere. Und gibt es hier die Möglichkeit, einen Betriebskindergarten von Wienerberger anzubieten oder war das angedacht? Wir haben das nachgedacht darüber, alles Mögliche. Es ist nur so, die Familien wohnen in ganz unterschiedlichen Gegenden. Und man will das eher in dem Bereich haben, wo man wohnt und nicht, wo man arbeitet, weil das wieder zu zusätzlicher Belastung führt, die Kinder mitzunehmen etc. Das ist das große Problem. Okay, also geht man eher dazu über, das lokal zu fördern. Lokal zu fördern oder in dem Sinne die Möglichkeit zu schaffen. Ja. Sehr gut.